Hallo Freunde, willkommen zurück bei Technik Wunderland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute testen wir den iVimius P65. Ja, richtig gehört. iVimius, nicht Vimius. Was es damit auf sich hat, ich kann es euch nicht beantworten, tut allerdings für den Test heute überhaupt nichts zur Sache. iVimius und ihr P65 versprechen neben einem schicken Design, einer kompakten Gehäusegröße, vor allen Dingen ein hoffentlich sehr, sehr gutes Bild. Und da verspreche ich euch eins, das Bild wird euch auf keinen Fall enttäuschen, denn das hat es mich auch nicht. Neben dem angesprochenen guten Bild ist auch die Lautstärke so ein Thema, gerade bei den Lüftern, die den ein oder anderen sicherlich von dem Gerät begeistern werden. Aber es gibt sicherlich auch die ein oder andere Schattenseite. Und die schauen wir uns jetzt erstmal zusammen an. Der iVimius P65 hat neben einem echt unmöglichen Namen Gott sei Dank ein extrem schickes Design. Das ist der Freund. Ja, er ist kleiner und leichter als die letzten Beamer, die ich im Test hatte. Und ich hoffe trotzdem, dass er gerade in Bezug auf Lüfterlautstärke eine gute Figur machen kann. Wir haben hier einmal eine Linsenabdeckung, die sich relativ einfach abmachen lässt. Dann haben wir neben der Linsenabdeckung hier die Lautsprecheröffnung, hier einmal das Staubschutzgitter und auf der Rückseite haben wir neben Strom, Infrarotsensor, USB, Kopfhöreranschluss und HDMI. Und gerade beim Thema Infrarotsensor ist natürlich an der Stelle leider zu erwähnen, die Fernbedienung ist eine Infrarotfernbedienung. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr mit dem Beamer beziehungsweise wenn ihr auf dem Beamer irgendwas umschalten wollt und wenn es nur die Lautstärke ist, müsst ihr schon mit der Fernbedienung immer in Richtung des Beamers vorne oder in Richtung des Beamers hinten zeigen. Ich weiß, ist nicht optimal, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die wenigsten Beamer unter 200 € verfügen schon über eine Bluetooth-Funkfernbedienung oder was auch immer. Und so sieht die Fernbedienung übrigens aus. Ja, ganz schick und mit allen Funktionen an Bord. Ansonsten schlichtes Design, einfache silbergraue Lackierung. Doch wir sind ja nicht wegen des schönen Designs hier, sondern wegen der Technik und den vielen Funktionen, die der Beamer hoffentlich mit sich bringt. Also ab auf die Leinwand. Wir starten jetzt den iVimius P65 und sind auch schon im Hauptmenü. Hier sehen wir einmal den Autofokus, der direkt beim Bootvorgang erfolgt. Das könnt ihr natürlich jederzeit gerne ausschalten. Und die Auto-Keystone-Korrektur. Ich muss zugeben, das Bild ist noch nicht ganz da, wo ich es haben möchte. Deswegen gehe ich mit euch direkt mal oben in die Einstellungen. In den Einstellungen haben wir neben den Netzwerkeinstellungen, und ihr seht, ich habe mein WLAN schon verbunden, die Bluetooth-Einstellungen, wo ihr zum Beispiel externe Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden könnt, die Projektionseinstellungen und genau da wollten wir hin. Trapezkorrektur, Auto nach dem Booten und die automatische Bildausrichtung. Die stelle ich einmal beide aus und gehe mit euch in die 4-Punkte-Korrektur. Hier könnt ihr, das seht ihr, wenn ihr wollt, zack, das Bild an eure Leinwand ausrichten. Und das mache ich jetzt, indem ich die 4 Punkte so hinstelle, dass sie mein Bild am besten füllen. Wir haben jetzt ungefähr 3 Meter Entfernung von der Linse zur Leinwand und da komme ich mit dem Beamer auf aktuell, ja, ich würde sagen knapp 100 Zoll Bildschirmdiagonale. Wir haben hier noch den Bildzoom, der steht jetzt bei 100%. Sollte bei euch der Beamer näher an der Leinwand stehen, könnt ihr natürlich jederzeit das Bild in der Größe um die Hälfte reduzieren. Brauchen wir aber in meinem Fall nicht, wie gesagt, das Bild passt soweit. Autofokus können wir gerne anlassen, elektrischer Fokus, wenn wir da einmal drauf drücken, habt ihr die Möglichkeit nochmal manuell den Fokus einzustellen. Das geht allerdings auch jederzeit über die Fernbedienung, über diese beiden Tasten F+ und F-. Bildmodi, Ton, System für Updates etc. pp. Darauf kommen wir dann gleich zu sprechen.
wenn wir uns das Bild dann auch wirklich später anschauen. Wir haben ja ein relativ aufgeräumtes Menü. Wir haben oben als ersten Favoriten angelegt Netflix. Mein Netflix-Konto ist auch schon verbunden. Dann haben wir hier YouTube. Hier haben wir den NetRange App Store, DokuBay, einen offenen Webbrowser, Prime Video und Tiki Live sowie dieses TG, was auch immer das ist. Kenne ich beides nicht, beziehungsweise sage ich immer wieder, brauche ich nicht. Wir schauen uns deswegen einmal an, was wir unter Meine App finden. Ja, der Reiter My App sollte eigentlich ein paar gute Apps enthalten. Zumindest nimmt man das an, wenn man Disney Plus sieht. Aber ich sage es gleich, Disney Plus, Hulu, Colors, AccuWeather, Facebook etc. pp. sind alles Shortcuts, also Links auf den internen Webbrowser. Geht ihr da einmal drauf, habt ihr eine Internetseite, die euch theoretisch vorgaukelt, ihr wärt in einem Disney App Store, was ihr nicht seid. Der Reiter App ist eigentlich nur für eins interessant, nämlich für Miracast, Homeshare und iOS Cast, falls ihr euer Android oder Apple-Gerät mit dem Beamer spiegeln wollt, beziehungsweise koppeln wollt, um dessen Bild zu spiegeln. Aber auch da der Hinweis, versucht bitte nicht, irgendwelche Streaming-Dienste zu spiegeln. Das funktioniert aus Kopierschutzgründen nicht. Also, wenn ihr nicht irgendwie spiegeln wollt, könnt ihr aus dem Reiter My App wieder raus. Hier habt ihr einen Open Browser, hier habt ihr DokuBay, wie gesagt, und hier den App Store. Wenn wir einmal in den NetRange App Store gehen, würde ich euch gerne sagen, seht ihr die üblichen Verdächtigen. Allerdings ist dieser App Store nicht unbedingt auf den deutschen Markt ausgelegt. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir hier einmal auf die Recommended Channels gehen, seht ihr lauter Sender, die ihr nicht kennt. Gehen wir einmal auf den Reiter Filme zum Beispiel. Ja, auch da sind lauter Apps, die mir leider Gottes nichts sagen. TV-Mate, Plex und so weiter und so fort werdet ihr leider wie auch bei PuTV vergebens in dem NetRange Store suchen. Er ist für einfache Mediatheken, wie zum Beispiel hier die ARD-Mediathek gedacht. Für alles andere, wie gesagt, werdet ihr zumindest, so geht es mir leider, in dem NetRange App Store nicht finden. Ja, okay, ZDF-Mediathek haben wir noch. Aber ansonsten, wie gesagt, lauter Apps, die sehr, sehr untypisch für den deutschen Markt sind. Deswegen, ja, schreibe ich den NetRange App Store auch gerne jetzt an der Stelle ab. Wenn ihr allerdings mal eine Übersicht über die darin enthaltenen Apps haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare und ich drehe dazu gerne nochmal ein extra Video. Heißt für euch jetzt im Umkehrschluss, Netflix on Board, gehen wir einmal drauf. Netflix funktioniert so, wie es soll. Das heißt, ihr könnt hier mit der Fernbedienung, die wie gesagt eine ER-Fernbedienung ist und deswegen immer etwas genauer auf den Beamer gerichtet sein muss, könnt ihr hier einmal durchgehen. Ihr seht, das geht auch relativ sauber. Könnt hier eure Filme verwalten, schauen, vor, zurückgehen, hoch und runter. Ja, geht alles Probleme. Wie gesagt, das ist eine richtige Netflix-App, die macht, was sie soll. Deswegen gehen wir hier einmal raus. Neben der Netflix-App haben wir hier die Prime Video App, ist genauso eine native App, brauche ich euch nicht zeigen, sieht genauso und aus und läuft auch genauso wie sonst auch. Was uns an der Stelle interessiert, ist das Bild und das schauen wir uns jetzt mal über YouTube an. Ja, ihr seht, YouTube ist auch eine native App, so wie man es kennt. Wir gehen direkt einmal oben in die Suche und starten mal das klassische 4K LG OLED Demo. Für euch der Hinweis, der Beamer steht gerade einmal 20 cm von der Kamera entfernt, beziehungsweise die Kamera vom Beamer. Und so könnt ihr hoffentlich ganz gut die Lüftergeräusche aufnehmen. Ich selbst stehe gerade ungefähr 1 Meter vom Beamer entfernt und muss zugeben, bei der Lautstärke den Lüfter eigentlich so gut wie gar nicht zu hören. Und wir haben eine sehr geringe Lautstärke, die gerade einmal mit einem Pegel von 20 angegeben ist. Ja, das Bild ist brutal scharf, Kontrast auch, wow. Sehr, sehr überzeugend, ich glaube, das seht ihr. Und deswegen werden wir gleich mal das Bild pausieren an der Stelle und uns doch einfach mal die Einstellungen anschauen. Dafür drückt ihr auf der Fernbedienung auf die Zahnrad-Taste, gehen mit der OK-Taste in den Bildmodus und seht, ja, das Ding steht auf Standard HDR10.
Das ist Film HDR10. Das ist etwas wärmer vom Ton. Seht ihr unten an der Farbtemperatur, ist jetzt auf warm. Spiel HDR10, Energiesparen HDR10 und die Benutzereinstellungen. Sport, lebendig. Ich muss sagen, ich finde in der Einstellung ehrlicherweise Standard HDR10 echt gut und Audio. Ja, Audio sage ich immer das Gleiche. Wer einen guten Sound haben will, braucht eine externe Anlage, in welcher Form auch immer, ob über externe Lautsprecher oder ja, ein richtiges Surround-System. Deswegen, ich lasse das Ganze mal auf Standard, beziehungsweise mache spaßeshalber einmal Film. Das ist eh meine Lieblingseinstellung. Da werden meistens die Bässe etwas höher geschraubt und lasse für euch das Video jetzt einfach mal mit dem Mund zu weiterlaufen. Sorry für den einen, für die Unterbrechung, aber ja, der Ton ist um einiges dumpfer geworden. Was mir ehrlich gesagt weniger gefällt, als wie der Ton noch auf Standard stand. Ist das abgefahren? Ich hoffe wirklich, dass die Kamera das nur, ja, nur halbwegs einfangen kann, was ich gerade mit meinen Augen sehen kann, beziehungsweise was ich hier von dem Beamer geboten bekomme, weil der Kontrast ist wirklich fantastisch. Also super schöne, realistische Farbwiedergabe. Guckt euch das Mädchen an. Okay, da haben wir die erste Schwachstelle. Und zwar die Blume. Hier gehen leider ein wenig die hellen Töne unter. Also es gibt keine wirkliche Differenzierung der einzelnen Blätter, Blüten. Das schauen wir doch mal, ob wir das über die Einstellungen etwas korrigiert bekommen. Wir gehen dafür einmal erstmal die Grundeinstellungen durch. Spiel, HDR, 10, Energiesparen, Benutzer. Wobei ich immer sagen muss, es ist natürlich auch schwierig. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das jetzt am Beamer liegt, dass das Bild so aussieht, wie es aussieht, oder ob es an dem Videomaterial liegt. Wenn ich allerdings die Helligkeit ein wenig reduziere, dafür den Kontrast ein wenig erhöhe. Wollen wir das mal kurz vergleichen? Benutzer mit Standard. Benutzer, oh, ich tue mich schwer. Also ich würde es mal so stehen lassen und so mal weiterlaufen lassen. Mal gucken, wie sich das vom Bild her weiter verhält. Ja, gefällt mir auf Anhieb super gut. Also die Farben, der Realismus hinter den Farben ist wirklich super. Und Leute, ganz ehrlich, schaut euch den Schwarzwert an. Also das Bild füllt nicht meine komplette Leinwand und trotzdem ist eigentlich kein richtiger Lichthof auszumachen. Ja, der Übergang ist fast nahtlos zu meiner Leinwand. So, ich drehe noch mal die Lautstärke komplett runter, dass ihr wirklich nur den Lüfter hört. Ja, also der Lüfter ist wirklich absolut zu vernachlässigen. Ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen müssen. Selten einen so leisen, ich nenne es jetzt einfach mal und das gar nicht abwertend, Einsteiger
Budget-Beamer erlebt, der ein so gutes Bild aufzuweisen hatte. Und deswegen, ich würde sagen, kommen wir direkt zu meinem Fazit. Ja, es ist schon wieder soweit. Wir sind am Ende des Videos angekommen und ich möchte gerne meine ersten Eindrücke von dem Gerät mit euch teilen. Der iVimius P65. Ich habe keine Ahnung, wo diese Namensverwandtschaft zu der Firma Vimius herkommt, ob das vielleicht ein kleiner Ableger ist von dem Unternehmen, wie auch immer. Es hat seine Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise der Beamer macht seine Hausaufgaben. Und das, ich würde sagen, im Großen und Ganzen sehr souverän. Alle Funktionen, die wir, sagen wir mal, auf der Hauptmaske finden, das heißt für mich einmal YouTube, einmal Netflix, einmal Prime Video, funktioniert souverän als App ohne irgendwelche Probleme. Auch das Spiegeln von Smartphones oder Tablets funktioniert ohne Probleme. Das Einzige, und da kommen wir auch schon zu meinem ersten Wermutstropfen, was mich ehrlicherweise immer noch ein wenig stört, ist die Integration dieses NetRange App Stores. Ich kenne die Firma NetRange nicht. Ich weiß auch nicht, wo sie ihren Ursprung hat. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall nicht für unseren deutschen Markt ausgelegt ist. Ja, es sind ein paar Mediatheken enthalten, Gimmicks, Apps, wie auch immer, die wir auch sonst so vom Google Play Store kennen, aber leider nicht in dem Umfang. Bedeutet für mich zum Beispiel, der gerne Plex benutzt oder auch TVMate oder auch bei PuTV, das ist auf dem Beamer so nativ leider nicht möglich. Und da kommen wir auch schon zu meinem Lösungsvorschlag, den ich sehr gerne mache, gerade bei Beamern, die vielleicht von der Software her nicht so performant sind, nämlich, nein, es muss nicht unbedingt eine Nvidia Shield Pro sein, auch wenn das natürlich ein fantastisches Gerät ist, aber das kostet in der Regel mehr als die meisten Budget Beamer, die ihr auf meinem Kanal, ja, kennenlernen dürft. Ich empfehle immer sehr gerne einen einfachen Amazon Fire TV Stick. Warum? Ihr habt damit Zugang zu fast allen Apps, die man eigentlich in Deutschland braucht, zu allen Mediatheken, zu allen Streamingdiensten und ein paar Apps mehr. Und damit ist eigentlich das Thema Software ganz schnell gelöst. Ansonsten zum iVimius P65. Die Lautstärke vom Beamer hat mich extrem überrascht, gerade bei der, ich sag mal, relativ kompakten Gehäusegröße, denn das Ding ist klein, es ist leicht und sieht, wie gesagt, auch sehr gut aus. Die Lüfter sind erstaunlich leise. Also bei normaler Betriebstemperatur und auch bei normaler Umgebungslautstärke, aber vor allen Dingen auch, wenn ihr einfach den Ton von dem Beamer über eine Anlage laufen lasst, ist der Beamer so gut wie nicht zu hören. Es sei denn, ihr wollt ihn den ganzen Film lang auf dem Schoß halten. Ja, damit ist zu dem iVimius P65 eigentlich alles gesagt. Außer, wenn euch der Test gefallen hat, lasst mir bitte ein Like, ein Abo und ja, gerne einen Haken bei der Glocke da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich bald wieder auf meinem Kanal besuchen kommt. Bis dahin alles Gute, macht's gut. Ciao.